Wie ihr wisst, bin ich 40. Ich habe das nämlich ab und zu schon mal durchblicken lassen. Und ich finde, es ist eine besondere Zahl. Mit 40 hat man schon ein bisschen was erlebt. Und ich dachte, ich teile mal mit euch die Dinge, die ich mit 40 anders mache. Wenn man älter wird, der Fokus, klar, geht immer mehr auf Gesundheit. Und deshalb, ich rauche seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich habe nämlich früher ein bisschen geraucht. Nicht viel, aber ich habe geraucht. Und ich trinke auch so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Es kommt vielleicht 1-2 Mal im Jahr vor. Zum Beispiel jetzt auf Partys, wo ich gar nicht mehr eingeladen bin, weil meine Freunde auch gar keine Partys mehr feiern. Ja, also ich habe auch gar keine Gelegenheiten. Und selbst wenn dann Gelegenheiten sind, dann bin ich so, nee, was sich auch geändert hat. Aber ich glaube, das kommt durch meinen Lebensstil mit der Laube und Hund. Ich schminke mich viel weniger. Ich trage, wenn, so ein bisschen Rouge und Lippenstift. Heute habe ich auch mal ein bisschen Mascara drauf, aber das sind absolute Ausnahmen. Also ich habe auch gar keine Zeit mehr dafür so richtig. Und das spart auch echt einiges an Geld. Parfüm nutze ich auch nicht mehr. Ich habe das auch von Freundinnen gehört, die Kinder haben, dass seitdem sie Kinder haben, sich auch nicht mehr so einsprühen. Also ich kann das bestätigen in Bezug auf einen Hund, weil Ronja guckt mich immer komisch an. Ich mir so, nee, muss eigentlich nicht sein. Ja, und aktuell bin ich dabei, auf Biokosmetik umzusteigen. Das habe ich wahrscheinlich früher nicht gemacht, weil es doch um einiges preisintensiver ist. Aber ich denke mir jetzt, wo ich so wenig nehme, kann ich auch mal die Biokosmetik nehmen. Oder vielleicht ist es jetzt auch gerade ein Trend. Also ich sehe es an allen Ecken. Auf jeden Fall habe ich damit angefangen und finde Gefallen dran. Ich kann Jojobaöl sehr empfehlen. Das will ich eintauschen gegen meine Creme. Haartonikum nutze ich jetzt auch neuerdings, kann ich auch sehr empfehlen. Also so, ich entdecke gerade die Naturkosmetik und finde es richtig gut. Und was tatsächlich sich auch geändert hat, aber auch sehr viel durch Ronja ist, Kleidung kaufe ich wirklich nur noch, wenn sie richtig bequem sitzt und so richtig alltagstauglich ist. Und mein Alltag ist, ich knie mich mal hier und da an den Dreck, gehe durch den Wald bei Wind und Wetter und über die Wiesen. Und das muss die Kleidung einfach aushalten und tendenziell auch ein bisschen größer. Das ist jetzt auch neu. Man hält sein Gewicht nicht sein Leben lang. Ja? Also das schwankt immer, man nimmt mal ein paar Kilos zu und dann hat man wieder auch Zeiten, wo man vielleicht ein paar Kilos abnimmt. Also das schwankt immer so plus, minus 3. Jedenfalls bei mir ist es so, dass irgendwie nervt, dass manche Sachen dann irgendwie gar nicht mehr passen, aber weil ich die halt auf super eng gekauft habe, denke ich mir so, jetzt auch bei Hosen, denke ich, ach, lieber eine Nummer größer. Ja, dann passt mir auch, wenn ich zunehme. Jetzt komme ich mal zu den Sachen, was sich so in mir drin geändert hat. Also ein Punkt ist auf jeden Fall, super cool ist hier im Garten. Man hört die anderen Schrebergärten, wie sie feiern und es summt und brummt noch ein bisschen. Auf jeden Fall, was sich so in mir drin geändert hat, ist, das habe ich aber auch schon gelesen und von anderen gehört, je älter man wird, umso mehr geht der Fokus von, ich richte mich nach außen, der Fokus ist nach außen gerichtet, mehr nach innen. Also in jungen Jahren ist es schon üblich, dass man sehr viel mit Freunden was unternimmt, dass man die Welt sehen möchte. Also man ist sehr unternehmungslustig, man will sich sehr viel mit anderen Menschen verbinden. Aber da ich mittlerweile 40 bin, ich merke wirklich, wie ich mehr Zeit alleine verbringe und das sogar genieße und mittlerweile sehr wählerisch bin, mit wem ich Zeit verbringe und wie viel, weil ich einfach, mein Fokus ist jetzt so auch auf mein Leben ausgerichtet, was ich erreichen will und diese ganzen Projekte kosten sehr viel Zeit und wenn ich mich dann mit jemandem treffe, dann treffe ich mich lieber mit meinen langjährigen Freunden, also ich bin mit manchen noch von der Schule befreundet, aber vor allem meine Studienfreunde sind die, mit denen ich mich sehr verbunden fühle und wenn ich dann mal jemanden treffe, dann treffe ich lieber diese Freunde, weil wir kennen uns schon so lange und ich vertraue denen, weil ich halt auch merke, wenn ich mich so mit anderen, die ich nicht so lange gut kenne und nicht so gut vertraue, bin ich tendenziell doch ein bisschen gestresst. Auf jeden Fall dieses Zeit alleine verbringen genieße ich mehr und es steht auch mehr im Fokus. Ja, und auch insgesamt bin ich einfach nicht mehr so flexibel. Wenn ich mein jüngeres Ich mir anschaue, also ich bin dem Studium hinterhergezogen, den Praktikas, auch meinen ersten Jobs. Also ich bin dafür ins Ausland gegangen. Also ich habe mehrere Jahre im Ausland gelebt. Ja, also mit meinem ersten Job war ich 1 Jahr eine Entsendung in Frankreich. 2 Jahre in Frankreich und 1 Jahr in Norwegen. War eine geile Zeit, will ich nicht missen, aber jetzt bin ich doch in einem Lebensschnitt angekommen, wo ich mir überlege, wo will ich wirklich leben? Und deswegen setze ich einfach meine Wünsche jetzt in Fokus und passe mich nicht mehr so und ziehe nicht mehr so dem Leben hinterher, sondern hole mein Leben dorthin, wo ich sein möchte. Also das ist auf jeden Fall der Fokus für das
für den nächsten Lebensabschnitt. Ja, da wird es auch bald ein paar Neuigkeiten geben. Dann ein weiterer Punkt, die Liebe und die Partnerschaft. Als ich jünger war, also gerade so als Teenager, hat man so verträumte Fantasien, ja, so die Liebe so ein bisschen so als romantisches Märchen, ja, man lernt sich kennen und man ist verliebt und man kommt zusammen und bleibt vielleicht das ganze Leben zusammen oder was weiß ich, dann vielleicht noch ein Freund, aber dann klappt's und aber sowas Romantisches, dass das alles so unkompliziert ist und so Träumerei. Nicht, dass ich das wirklich dachte, aber irgendwie war das schon so da und jetzt mit 40 hat man doch schon so seine Erfahrung. Liebe und Partnerschaft würde ich jetzt anders definieren als in meinen 20ern. Also für mich geht es jetzt irgendwie eher darum, erstmal ein langsames Kennenlernen, passt man so zusammen, unterstützt man sich. Liebe ist dann für mich auch vor allem, wenn man zusammen bleibt, zusammen hält, zusammen wächst, zusammen heilt, ja, füreinander da ist und klar eine gewisse Angezogenheit. Beziehung ist halt wirklich viel Arbeit von beiden Seiten, damit es funktioniert. Ja, und was mit dem Alter auch kommen kann, ja, was ich früher tatsächlich immer belächelt habe und nicht verstanden habe, wenn ich überhaupt in den Urlaub fahre, dann fahre ich gerne an die gleichen Orte, weil es für mich so viel stressfreier ist. Aber ich glaube, was ich bei meinen Freunden jetzt mitbekommen habe, ist, dass die auch dazu tendieren, weil meine Freunde haben eigentlich alle Kinder. Und die sagen halt auch, Reisen mit Kindern kann so anstrengend sein. Und es ist einfach eine Entlastung, wenn man wieder ins gleiche Hotel fährt, am besten noch all-inclusive und ins gleiche Land. Und ich merke das bei mir selber auch, aber aufgrund von, ich habe ja auch eine Angstproblematik, was ich ja auch schon ein bisschen durchsickern lassen habe. Und dann reise ich meistens auch mit Zug. Und dann habe ich meine ganze Kameraausrüstung dabei, Ronja dabei. Und wenn ich dann immer noch 5-mal umsteigen muss und gar nicht weiß, wie, wo, was. Also ich merke halt, dass für mich ist es eine mega Entlastung. Immer ins gleiche Hotel. Und der Sommer ist sowieso schön in Deutschland, da muss ich nicht in Urlaub fahren. Also ja, ich gehöre jetzt zu denen, die am liebsten zu Hause sind. Und wenn sie in Urlaub fahren, fahren sie an den gleichen Ort, wo sie schon mal waren. Und dann freue ich mich auch wirklich total drauf. Dann denke ich, ja, da bin ich wieder. Also es macht auch tatsächlich Freude, ja, auch mit den anderen Orten gemeinsam älter zu werden. Also vor allem Leute, weil ich habe das nämlich jetzt bei meiner Mutter gehabt, die ist mit ihrem Partner verreist und sie waren beide doch nicht so begeistert, weil die haben den Urlaub relativ kurz gebucht, also nur eine Woche und sie mussten mitkriegen, die An- und Abfahrt war doch sehr stressig, dass von dieser Woche eigentlich nicht viel Erholungszeit war und ich meinte aber zu den beiden, nein, gebt jetzt das Urlaubsthema nicht auf, sucht euch einfach einen Ort aus, wo ihr einfach einmal im Jahr hinfahrt, macht 2 Wochen draus und ihr werdet es lieben. Mal sehen, ob sie das machen. Also ich mache es auf jeden Fall. Ja, was man mit 40 auch merkt, man merkt sich einfach nicht mehr alles. Also ich musste mir früher in meinen Kalender nur Termine reinschreiben. Also dann habe ich einen Zahnarzt, dann muss ich dahin. Alles andere habe ich mir gemerkt. Ja. Aber mittlerweile habe ich so viele Verantwortlichkeiten. Also meine Existenz, mein Haushalt, Ronja, die Laube und dann meine ganzen kreativen Projekte. Ich musste mir vor 2 Jahren oder so, musste ich mir eingestehen, ich merke es mir nicht. Ja, also wenn ich an meiner Webseite baue, dann dachte ich vor 2 Jahren irgendwie noch, ja, also das merke ich mir. Wenn ich das nächste Mal weitermache, weiß ich genau, wo ich war. Und nein, ist nicht so. Und ich habe es mir jetzt angewöhnt, bei wirklich allen Projekten, ja, vor allem meine kreativen Projekte, schreibe ich mir auf, was ich als letztes gemacht habe, um da wieder anzusetzen, weil ich halt so viele verschiedene Sachen mache. Ich kann es mir nicht mehr merken. Ja, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Ja, also ich habe bestimmt zu Hause 20, diese Schulhefte habe ich mir geholt und da schreibe ich dann immer alles rein, was ich behalten möchte. Auch gerade als ich mit der Videografie, dem Schnitt für YouTube angefangen habe und da mir dieses Programm angeeignet habe. Ich habe mir alles jetzt aufgeschrieben und manche Sachen mache ich gar nicht so oft, aber ich weiß dann, ja, ich habe es mir notiert und dann gehe ich einfach wieder zurück. Also es ist eine super, super Hilfe. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann, was ich auch anders mache, und das kann ich nur jedem ans Herzen legen, das zu hinterfragen. Ich trage keine handelsüblichen Schuhe mehr. Also meine Schuhe, die ich trage, gibt es schon noch im Handel, aber nicht in dem typischen Schuhladen, also ihr müsst mal darauf achten, die Schuhe, die zu 95% in den Läden stehen, sind nicht für die Fußform, sondern die gehen immer so zusammen oder so, aber unser Fuß ist eigentlich eher, also die Zehen brauchen so richtig Platz
Ich bin nicht von alleine drauf gekommen, sondern mein Körper hat mich drauf gebracht, weil ich doch zu denen gehöre, die leider einen Hallux haben, der schon sehr, sehr ausgeprägt ist. Was damals gekommen ist, ich hatte Ronja, hatte noch irgendwie die gleichen Schuhe, bin auf einmal viel mehr gelaufen und auf einmal innerhalb von kürzester Zeit hatte ich echt einen dramatischen Hallux. Also das war innerhalb von 1-2 Jahren hat sich das so verschlimmert. Mittlerweile trage ich Schuhe, wo vorne die Zehen richtig Platz haben, auch nach vorne. Und solche Schuhe stehen üblicherweise nicht im Schuhladen, also nicht in diesen normalen Schuhläden, und kann ich sehr, sehr empfehlen, weil wir laufen sehr lange auf unseren Füßen und diese Fußform, die viele haben, dass die Zehe so zusammengehen, ist nicht die normale Fußform, sondern die Form, wie wir in die Schuhe reingewachsen sind. Ich kann das auch gar nicht mehr sehen, wenn ich dann mal unterwegs bin oder so in der Stadt oder mal so die Schuhe sehe, denke ich mir immer, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe es genauso gemacht, aber deswegen habe ich auch 2 Füße, die nicht in bester Gesundheit sind. Genau, das waren jetzt so meine 10 Sachen. Eventuell hat es euch zum Schmunzeln gebracht und vielleicht sagt sich der eine oder andere auch, das könnte ich mir auch mal überlegen. Bis zum nächsten Video.